Ich bin mit Mobility eigentlich gar nicht so richtig aufgewachsen. Ne? Wir haben immer nur so ein bisschen so Alibi-Mobility gemacht. Moin, Freunde des gepflegten Leistungssports. Herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nachdem es im letzten Video hauptsächlich um meine Knieschmerzen ging, soll es im heutigen Video eher um die Mobility gehen, die, glaube ich, allen ganz gut tut, inklusive mir. Und ich habe mir was überlegt, ich zeige euch meine Squat-Routine und dazu einfach noch ein paar andere Übungen. Deswegen seid gespannt und viel Spaß. Übrigens noch ein ganz kleiner Nachtrag zum letzten Video. Ich habe natürlich nicht ausschließlich die Übungen gemacht, die ich euch gezeigt habe. Ich hatte auch ganz große Unterstützung von meinen Physiotherapeuten und ich empfehle jedem, der Zugang zu einem Physiotherapeuten hatte, den dann auch in Anspruch zu nehmen, weil ja, häufig muss man da auch einfach ein bisschen Spannung rausnehmen, beziehungsweise der Physiotherapeut kann vielleicht auch sehen, woran es liegt und der wird euch, wenn er richtig gut ist, auf jeden Fall auch weiterhelfen. Das nur nochmal als klitzekleiner Nachtrag zum letzten Video. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, Mobility macht halt auch einfach irgendwie gar keinen Spaß. Und leider merkt man immer erst, wenn es zu spät ist, dass man es doch irgendwie gebraucht hätte. Bei mir war das auch ganz lange der Fall. Und ich bin mit Mobility eigentlich gar nicht so richtig aufgewachsen. Ne? Wir haben immer nur so ein bisschen so Alibi-Mobility gemacht. Und irgendwann dachte ich, okay, wenn du die letzten paar Prozent noch rausholen willst, dann kontaktierst du mal den Leon von Moving Monkey. Der hat mir quasi die Welt zu Mobility neu eröffnet. Leon ist mein Mobility Coach. Alle Übungen, die ihr heute sehen werdet, die kommen von ihm. Ich hoffe, ich mache sie richtig nach. Und das soll im gleichen Satz auch heißen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann wendet euch bitte an den Leon, denn auch im heutigen Video gilt, alle Übungen, die ich gemacht habe, die könnt ihr nachmachen, aber bitte nagelt mich nicht drauf fest, wenn es nicht funktioniert. Also, fangen wir an. Was braucht ihr denn überhaupt? Also es bietet sich an, so ein Terraband. Die sind immer ganz gut. Eine Black Roll bin ich persönlich nicht so großer Fan von, aber nur, weil wenn ich da drüber weiß, dann tut das immer ein bisschen weh. Da bin ich halt ein bisschen Mimose. So ein Stab, PVC-Stab oder Holzstiel, whatever. Eine Matte. Und das Wichtigste, ein Noko. Fangen wir mit dem Noko an. Ihr nehmt das Noko, das am besten gekühlt ist, und genüsslich verzehren. Jetzt ist das passiert, was eigentlich nicht passieren sollte. Weil erst jetzt ist euer Körper überhaupt in der Lage, Mobility zu machen. So, Matte ist da. Wir fangen mit der Squat-Routine an. Aber wir fangen ganz simpel an, indem wir hier einfach mal in die Hocke gehen. Übung Nummer 1. Wir packen unsere Fußgelenke, lassen den Rücken gerade und heben den Arsch nach oben. Zack. Zack. Das Ganze von der Seite. Auch die Brust raus, damit ihr ein bisschen Spannung habt. Und dann durchstrecken. Und wieder runter. Das ist Übung Nummer 1. Übung Nummer 2. Ihr greift wieder mit euren Händen das gegenüberliegende Fußgelenk. Geht mit dem Ellbogen quasi nach unten. Und drückt mit eurem Knie den Ellbogen so ein bisschen gegen. Und dann drehen wir hier schön auf. Mal von der Seite. Greifen, gegendrücken und aufdrehen. Andere Seite natürlich auch.
So, Übung Nummer 3. Ihr seht, ich bin die ganze Zeit in der Hocke, das ist übrigens so gewollt. Übung Nummer 3 geht ein bisschen breiter, damit es einfacher ist, weil jetzt lassen wir die Knie nach innen laufen. Zack. So. Rechts auch. Aha, da knackt's. Das war Übung Nummer 3. Übung Nummer 4. Ihr spannt euch hier rein und drückt so ein bisschen das Knie nach außen. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. So, wer noch eine Übung draufladen will, den empfehle ich die 90-90 Rotation. Ihr geht quasi hier jeweils in den rechten Winkel und dann zack, rüber. Hast du gesehen? Und zack. Andere Seite. Bleibt den Oberkörper schön gerade, also nicht wegkippen. Und wieder zurück. Zack. Jo, das war kurz und knapp meine bzw. Leons Squat Routine. Da habt ihr eigentlich für den Squat alles Wichtige abgedeckt. Natürlich nicht so schnell, wie ich es gerade gemacht habe. Könnt euch schön Zeit lassen. Erst wenn ihr euch sagt, okay, jetzt schmiert es ein bisschen, dann ist es richtig. So, weiter geht's. Ich habe mir für die Sprunggelenke, für die Hüfte, für die Wirbelsäule, für die Schulter und für die Handgelenke jeweils 2 Übungen geben lassen, die ich euch jetzt zeigen werde. Übung Nummer 1 für die Sprunggelenke, der Toe Pull. Ihr setzt eure Fußzehen auf die Matte, geht wie eine leichte Ausstoßposition und dann geht ihr hier nach unten und streckt das Sprunggelenk. Da gibt es 3 Varianten. Einmal die mittlere, die wir sie jetzt machen. Einmal nach außen, das heißt wir drehen das Sprunggelenk nach außen, gehen hier runter. Und die dritte Möglichkeit nach innen und gehen hier nach unten. So, wer nach dem ganzen Wiegelocke trotzdem noch Bock hat, mich zu unterstützen, hat jetzt die Möglichkeit dazu, einfach mit meinem persönlichen Code MAXLANG bei ESN shoppen und schon geht ein ganz kleiner Obolus an mich. Ich zwinge natürlich niemanden, freue mich aber über jeden Einzelnen, der es tut. Der Code an sich ist ziemlich geil, der ist sogar noch geiler als Framstag. Der gilt immer eine ganze Woche für eine ganz bestimmte Aktion. Ich werde euch da aber schön auf dem Laufenden halten, dass ihr immer wisst, was es oder beziehungsweise wo es da zu sparen gibt. Wer jetzt neugierig geworden ist und sich die neue Homepage von ESN anschauen möchte, dem kann ich gleich empfehlen, packt das Kreatin direkt in den Einkaufswagen, weil das gibt richtig Kraft. Übung 2 fürs Sprunggelenk, die Loaded OSG Mobilisation. Ihr seid wieder auf der Matte, Fuß nach vorne. Jetzt achtet ihr darauf, dass ihr hier nicht im Plattfuß steht. Stützt euch ab, das Knie bleibt gerade. So. Und jetzt kommt die Streckung aus dem Sprunggelenk nach oben und beim wieder runtergehen belastet ihr euer Knie und drückt das ein bisschen nach unten. Ihr könnt ja auch nachpositionieren und wieder nach oben und bei Belastung oder mit Belastung nach unten. Und das solltet ihr schön hier im Sprunggelenk spüren. Achtet darauf, dass ihr nicht ausweicht nach rechts oder nach links, sondern schön gerade bleibt. Nach oben und Belastung nach unten. Wem das zu langweilig ist, der kann hier gerne noch eine 25 Kilo Scheibe draufpacken oder Kettlebells. Und ab geht's in die Hüfte. Fangen wir an mit der Übung liegende Straddles. Ihr legt euch wieder auf die Matte. Zack. Und chillt erstmal ganz kurz. Ich habe den Leon gefragt, was denn eigentlich der Unterschied zwischen Mobility und Dehnung ist. Da meinte er, Dehnung ist passiv
und hat nicht so einen guten sportspezifischen Übertrag wie Mobility. Mobility ist quasi aktives Beweglichkeitstraining und ja, funktioniert für die Sportart, die wir hier machen, besser als Dehnung. Hätten wir das auch geklärt. Danach bringt ihr euch hier, also ihr kippt quasi das Becken nach oben, hebt den Oberkörper an, streckt die Arme aus, die Füße, und jetzt gehen wir hier nach außen, spannen den Oberschenkel die ganze Zeit an, rotieren nach außen, soweit ihr könnt, und treffen uns hier. Hier empfiehlt es sich, die Arme nach vorne zu nehmen, damit ihr nicht so hinten drin hängt. Und wieder zurück. Nach innen rotieren. Und da seid ihr. Ist übrigens, by the way, auch eine super Übung für den Bauch. Und dann liegt das Ganze nochmal. Außen. Hoch. Und wieder zurück. Innen rotieren. Und treffen. Ich habe die Übung beim Leon gesehen. Das sieht aus, als würde der einmal um den Körper herumkreisen. Wahnsinn. Das ist die erste Übung für die Hüfte. Übrigens schon meine tollen Socken gesehen. Ich liebe den Film. So, die zweite Übung für die Hüfte ist der sitzende Good Morning. Wir setzen uns mit ein bisschen Po auf ein bisschen Kante. Die Füße sind breit, Hände an der Brust, Spannung im Poppes. Und dann mit geradem Rücken einmal runter. Und hier schön ein bisschen locker lassen, damit es auch in die Hüfte geht. Und aus dem Bein wieder hoch. Relativ simpel. Wir gehen hier runter. Halten. Rücken bleibt gerade, also kein diesen hier. Und wieder hoch. Das Schöne an der Übung ist, wenn euch das irgendwann mal zu langweilig wird, dann könnt ihr euch einfach eine Scheibe nehmen oder tatsächlich sogar eine Kurzhantel, eine Langhantel. Wenn ihr eine Langhantel nehmt, achtet darauf, dass ihr die Hantel direkt in der Low Bar Squat Position haltet, weil hier oben wird ein bisschen schwer dann. Aber probiert das aus. Ab geht's zur Wirbelsäule, Übung Nummer 1, sitzende Brustwirbelsäulenmobilisation. Dazu braucht ihr, wie ich vorhin schon gesagt habe, eine Erhöhung wie diese. PVC-Stab oder Besenstiel und die Black Roll. Ihr setzt euch wieder mit der Kante des Poppes auf die Kante der Erhöhung, klemmt hier die Black Roll ein, nehmt den Stab in den Nacken und jetzt rotiert ihr nach rechts, kippt nach unten, bleibt aber im Oberkörper relativ aufrecht, wieder hoch, noch eins weiter. Dasselbe nochmal. Und jetzt Endgegner. Und nach unten. Zack. Und dasselbe in die andere Richtung. Ich zeige es euch mal von der Seite. Festnehmen. Ihr bleibt die ganze Zeit unter Spannung. Stab den Nacken. So. Level 1. Zack. Level 2. Zack. Und Level 3. Und wieder zurück. Und das ist die sitzende BWS-Mobilisation. Übung Nummer 2 für die Wirbelsäule. Weniger spektakulär, aber sicherlich genauso wirksam ist die ganz normale Rotation der Wirbelsäule. Ihr kennt die Übung sicherlich. Ihr legt euch wieder hin. Streckt die Arme aus. Und legt ein Bein über das andere und versucht hier einfach mit dem linken Arm das Bein runterzudrücken und rechts mit der Schulter auf dem Boden zu bleiben. Da könnt ihr euch langsam rantasten, aber ihr spürt ja, wie das schon in der Wirbelsäule ein bisschen was aufmacht und der ein oder andere Knackser entfleucht auch. So, das Ganze noch andersrum, Bein rüberlegen, bisschen nachhelfen mit der rechten Hand und die linke Schulter bleibt auf dem Boden.
Und da ruhig schön atmen. Und schon sind wir im Schultergelenk angelangt, eine meiner Lieblingsübungen. Und damit auch Übung Nummer 1, der Schwimmer. Richtig nice. Ich zeig's euch. Ihr legt euch mit dem Gesicht zur Matte auf den Boden. Seht ihr mich hier? Guckt auf meine Hände. Die lege ich jetzt auf meinem Hinterkopf ab. Dann hebe ich die Ellbogen an, inklusive meinen Händen. Nehme diese Position ein, strecke die Daumen raus, rotiere nach innen und treffe mich hinter meinem Rücken, verschränke die Arme, bin immer noch nicht am Poppes, leg die Arme ab. So, das war die erste Runde. Jetzt gibt es noch die Runde zurück. Wieder anheben, raus, außen rotieren, wieder Richtung Hinterkopf und ablegen. Übung Nummer 2 für die Schulter heißt Schulterbandrotation und ist dem Schwimmer gar nicht so unähnlich, also genau so gut mindestens. Ihr braucht dazu ein Band wie dieses. Am besten ihr befestigt das Band irgendwo an einem Rack oder hier an der Handel. Dann geht ihr in dieses Band rein. Die Handflächen schauen nach außen. Geht hier ein bisschen auf Zug, aber nicht zu viel, sonst wird es nämlich gleich schwer. Und hier ist dasselbe Prinzip. Ihr nehmt Zug auf, die Hand löst sich vom Körper, ihr geht nach außen, rotiert nach außen, kommt über den Kopf und einbeugen. Und wieder zurück. That's it. Der Schwimmer ist natürlich deswegen einfacher, weil er keine Geräte braucht oder Bänder oder ein Rack zum Beispiel. Deswegen, der Schwimmer ist mein absoluter Favorit. So, zu guter Letzt die Handgelenke. Übung Nummer 1, Shaolin-Liegestütze. Die gehen genauso, wie sie klingen. Die Fäuste in den Boden. Nehmen die Schultern zurück. Und dann arbeiten wir uns hier runter. Drücken die Fäuste in die Matte und legen die Ellbogen nicht ab und gehen hier wieder hoch. Dasselbe nochmal. Umso knautschiger die Matte, umso angenehmer für eure Fäuste. Aber ich glaube, ihr haltet das aus. Und nochmal. Nicht ablegen. Und wieder hoch. Das waren die Shaolin-Liegestütze. So, Übung Nummer 2 für die Handgelenke heißt Banded Handgelenksansteuerung. Und Ansteuerung ist auch tatsächlich das Stichwort, weil das ist eine richtige Konzentrationssache. Ihr kommt in diese Position und dann kommt lediglich aus dem Unterarm und aus dem Handgelenk diese Bewegung. Bleibt mit dem Oberkörper aufrecht, hier in einer Linie und zack. Seht ihr das? Bisschen schwer. Ich komme hier ran und ein bisschen mehr auf Zug. So. Und das, wenn ihr das einmal raus habt, das geht richtig brutal. Nochmal korrigieren. Auf euer Handgelenk. Das braucht auch nur ungefähr so 1 bis 3 Wochen, bis ihr das raus habt. Aber viel Spaß. So, jetzt haben wir die Mobility auch geschafft. Ganz großen Dank an dieser Stelle an Leon von Moving Monkey. Wenn ihr irgendwie Fragen habt bezüglich Beweglichkeit und Mobility, dann ist das der Experte. Ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen, als wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen hoch. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, gerne Daumen hoch. Grüßt eure Großeltern von mir und sagt, es gibt ein neues Video. Der Kerl hat tatsächlich versucht, Mobility-Übungen im Vlog-Style zu zeigen. Mal gucken, was ihr davon halten. Ansonsten bleibt geschmeidig. Bis bald.